Mit riesigen Fortschritten beim Flughafenbereich beginnen wir die neue Ausgabe der Mivola News. Kai entwirft zurzeit die Umgebung des Parkhauses. Dabei wird akribisch darauf geachtet, das Ebenbild des Airport Parking am Hamburger Flughafen einzuhalten. Trotz Plänen und Bildern keine leichte Aufgabe, da natürlich alles speziell angefertigt werden muss. Säule für Säule bekommt die Umfahrung ihre Form. Weiter geht es auch bei unseren runden Parkhäusern voran. Hier klebt Manfred die letzten Autos für das Parkhaus P2. Eine mühevolle Arbeit, die sich über mehrere Tage hinwegzieht. Anschließend kommt das riesige Gebäude zu den Elektronikern, die das Ganze ins richtige Licht rücken. Auch hierfür werden wieder hunderte Spezialanfertigungen wie diese kleinen Leuchtstoffröhren erstellt. Tina bestückt das größte Gebäudemodell des Wunderlandes, das Parkhaus P4, mit den letzten Fahrzeugen. Details und Motive wie diese ausgewählten Figuren dürfen nicht fehlen. Fast alle Gebäude stehen kurz vor der Integration auf der Anlage. Vorab benötigen sie aber noch den letzten Feinschliff, wie dieses kleine Tanklager für den Flugzeugtreibstoff, welches mit zahlreichen LEDs ausgestattet wird. Parallel werden auch unsere Tankstelle für die Feuerwehrlöschfahrzeuge oder diese Nutzfahrzeughalle fertiggestellt. Neben der Beleuchtung der einzelnen Gebäude für den Flughafen gab es in diesem Monat ein weiteres Highlight. Die Lufthansa A380 wurde erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Vor den Augen der Presse erfolgte die Übergabe durch Vertreter von Airbus und Lufthansa. Anschließend hob das größte Passagierflugzeug der Welt zu seinem Jungfernflug ab, um wenig später auf seinem zukünftigen Heimatflughafen zu landen, dem Knuffingen International Airport. Wir freuen uns jetzt schon, später einmal über 30 Flugzeuge auf der Anlage starten und landen zu sehen. Mehr über dieses Ereignis erfahren Sie im aktuellen Mivola Report. Nicht nur im Großen wird Modellbau betrieben, sondern auch im Kleinen. Bobby war damit beschäftigt, ein kleines Volksfest am Rande des Flughafens mit Figuren auszustatten. Die kräftigen Kellnerinnen dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Selbst Kühe haben in dem Treiben eine Gelegenheit gefunden, sich zu amüsieren. Bis zur Platzierung des Moduls im Flughafenabschnitt wird hier schon einmal kräftig vorgefeiert. Ebenso sind die Arbeiten an den Fahrzeugen momentan im Endspurt. Die Aggregate werden verkabelt, die letzten Pushback-Fahrzeuge verfeinert und diese kleinen Mehrzweckschlepper bekommen Beleuchtung. Zugleich werden kleine Golfwagen für den neuen Golfplatz am Flughafen entworfen. Begleitet wird diese Etappe von zahlreichen Testversuchen der Schrittmotoren, die später einmal die kleinen Flugzeugtreppen bewegen. Besucher, die genau hingucken, entdecken rund um das Wunderland immer wieder lustige Kulissen. Bosse ist derzeit dabei, eine ausgefallene Idee umzusetzen. Kulisse, viermal selber Auto, viermal dieselbe Familie, viermal selber Gepäck und immer passt irgendwas nicht rein. Also entweder die Figur nicht, das Gepäck nicht, gar nichts. Nach Fertigstellung findet die Szene im Mietwagenparkhaus ihren Platz. Im Übergangsbereich zur Schweiz ist Gaston bereits mit dem Gipsen fertig. Fast eine halbe Tonne Gips wurde hier verbaut. Allerdings wurden bei der Gestaltung der Felsformationen 50 Kilo durch Schnitzarbeiten wieder abgetragen. Für Gaston eine schöne Aufgabe. Was halt Spaß macht, ich kann hier das so gestalten, wie ich mir das vorstelle. Dann habe ich hier ein paar Zwergeln drin. Das sind so meine Glückszwerge. Meine Philosophie, die Kinder können von hinten reinlaufen, in die Höhle durch, hierher. Und meine Philosophie ist halt so, wenn die Kinder praktisch da drauf springen und einen an diesen Zwergen an der Nase packen, das bringt halt viel Glück. Weil du musst dir irgendwas ein bisschen hier Geschichte reinbringen. Und einer von den drei kriegt dann nachträglich eine Brille. Jetzt ratet mal, wer das sein könnte. An viele kleine Details, wie zum Beispiel Höhlen oder kleine Schluchten, wurde gedacht. Dass es ein bisschen interessanter macht, habe ich hier so kleine Seeschlitze reingemacht. Mit viel Fantasie hat Gaston hier die einzelnen Wege für die Wanderer gestaltet. So laufen sie, da kommt eine kleine Brücke rüber, dann können sie darüber laufen, hier kommt wieder eine Brücke, hier kommt eine Leiter rein, dann können sie hier runterlaufen, hier rüber, so runter und dann kommen sie schon an die erste Hand. Siehst du? Die Hand ist jetzt 4,5 Monate alt. Die Hand gehört einer kleinen Freundin von mir, die heißt Linda. Und meine Philosophie ist ja so, das Kind stützt sich hier im Berg ab und schaut praktisch hier über die Berge drüber, wenn hier die schöne Dampflok vorbeifährt. So stelle ich mir das vor. Und guck hier. Judith ist dabei, die letzten Lücken zwischen dem Flughafen und den Schweizer Alpen zu füllen. Dafür werden die letzten Gipsarbeiten vorgenommen. Darunter sind auch Kleinigkeiten wie diese Steine, die anschließend lackiert werden.
An Uferpassagen finden sich häufig Wanderwege, die sowohl von Menschen als auch von Fahrzeugen wie diesem Trecker genutzt werden. Um die Wege möglichst realistisch darzustellen, verwendet Judith ihre eigenen Techniken. Leider war es das schon wieder für diesen Monat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und hoffentlich bis bald.